Ja, es ist etwas komisch hier zu stehen als Vertreter der Stadtverwaltung, nachdem wir doch sehr, sehr viel gehört haben, was Stadtverwaltungen verhindern, verzögern, nicht möglich machen. Also bitte erst Becher, Flaschen und so am Ende des Vortrags schmeißen. Kurz, die Raumbörse basiert, dass es so etwas gibt, eigentlich auf zwei Erlebnissen der Stadt Zürich, nämlich die Jugendunruhen in den 80er Jahren. Dort gab es für den deutschsprachigen Raum wohl die heftigsten Auseinandersetzungen wegen mangelndem Kulturraum und nur etablierter Kultur. Daraus folgend kann man aber sagen, entstand auch die erste wirklich große offene Drogenszene im deutschsprachigen Raum. Und das sind so zwei Erlebnisse, die, glaube ich, die Stadt immer noch prägen, aber auch langsam in Vergessenheit geraten. Was in der Schweiz ganz speziell ist, ist eine extreme Raumknappheit. In Berlin spricht man, glaube ich, etwas unter 2% Leerstand von Raumknappheit. Die Stadt Zürich hat eine Raumknappheit von einem Faktor von 0,07%. Das heißt, irgendwo im letzten Jahr standen in einem Monat gerade mal 170 Wohnungen leer. Es ist eine halbe Millionenstadt, also muss ich auch noch schicken. Wir sind verglichen mit euch anderen ein kleines Kuhdorf, aber wir haben auch unsere Probleme. Aus dieser Raumknappheit, die vom Wohnraum natürlich auch auf Gewerberaum etc. überschlägt, weil dieser Raum dann zu Wohnraum umgenutzt wird. Einerseits steigen die Preise extrem, andererseits ist immer weniger Raum steht zur Verfügung. Raum für kommerziell nicht attraktive Vorhaben ist kaum finanzierbar. Menschen, die keinen guten Businessplan haben, werden wohl keinen Raum kriegen. Also finanzschwache Personen werden wohl keinen Raum kriegen. Und es fehlt Raum für Selbstorganisation, Experiment, Subkultur. Wo soll die unterkommen, wenn es teuer ist? Das sind so unsere Grundprobleme. Das Bild ist von Anstehen für Wohnungsbesichtigungen bei der Eröffnung eines Wohnblocks, wo die Hälfte der Wohnungen subventionierte Wohnungen beinhaltet. Das ist kein Einzelbild. Das sieht man immer wieder. Gut, wie gehen die Städte um, die Kommunen um mit diesem Problem? Es gibt eigentlich in der Schweiz drei hauptsächliche Modelle. Es gibt das Bieler Modell, eine kleine Stadt, eine kleine ärmere Stadt mit relativ viel für die Schweiz Leerstand. Da gibt es die Regel, Leerstand muss gemeldet werden. Dieser wird veröffentlicht durch eine staatliche Stelle und dann können Interessierte sich direkt mit den Eigentümerinnen in Verbindung setzen und schauen, kann man das zwischennutzen, kann man das mieten, wie auch immer. Es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten und keine Kontrollmöglichkeiten. Die Liste ist leider sehr kurz. Dann gibt es das verbreiteste Modell, das Basel sehr gut entwickelt hat. Wenn die Kommune freistehenden Raum, freistehende Areale hat, dann gibt sie die ein oder zwei Vereine weiter, die spezialisiert sind auf Zwischennutzungen und die wiederum betreiben selber die Zwischennutzung oder suchen Zwischennutzende, Kollektive oder wie auch immer. Sie sind angegliedert noch an ein Architekturbüro, die auch in der Lage sind, sehr geschickt Zwischennutzungen herzurichten, also Liegenschaften herzurichten, dass sie zwischengenutzt werden können.
Dann gibt es das Zürcher Modell. Die Stadt vergibt den Raum. Eigentlich ganz simpel gesagt. Es gibt keine zwischengeschaltete Stelle, sondern wenn es städtischen Raum gibt oder auch Raum von außen an die Stadt herangetreten wird, sucht die Stadt selber die Zwischennutzenden. Das können Einzelpersonen sein oder das können große Kollektive sein. Man schaut, was gibt die Liegenschaft her und vergibt. Jetzt, das ist ein heiß umstrittener Punkt, dieses Modell. Was ist der Vorteil an so einem Modell? Wir selber von der Raumbörse, wir sind diese vergebende Stelle, wir haben null Interesse eigentlich. Wir kriegen nichts davon. Es kann uns recht gleich sein, wer reinkommt. Unser Interesse muss es sein, eine faire Verteilung zu erreichen. Das heißt, eine gewisse Neutralität ist gewährleistet. Auch wir gehören als Menschen zu Bubbles, auch wir sind dort empfindlicher. Wir versuchen das zu umgehen. Es ist einfacher von einer staatlichen Stelle aus, die auch anders angreifbar ist, neutral zu vergeben. Es ist dann so, dass nicht unbedingt die am lautesten schreien, sich in einem Kollektiv oder so durchsetzen können, sondern es gibt so Puffermechanismen. Dann die Transparenz ist einfach aufgrund der städtischen Strukturen halt mal gewährleistet. Das Parlament schaut doch sehr genau hin. Also wir können nicht viel machen. Es kann, wenn eine Anspruchsgruppe sich schlecht behandelt fühlt, dann wird ganz sicher der Gemeinderat, so nennt man bei uns das städtische Parlament, wird aktiv und dann hagelt es Fragen und die müssen wir dann beantworten. Und was sehr, sehr nützlich ist, das wurde schon zweimal angetönt, wenn man das Büro neben dem Bürgermeister hat, hat man die besseren Informationen. Wir als städtische Mitarbeitenden nur schon das Telefonverzeichnis, ich finde sofort, wer ist zuständige Person, ich finde alle Grundlagen, alle Entscheide etc. sehr schnell. Das ist ein Vorteil. Nachteil der städtischen Verwaltung ist natürlich die Komplexität der Verwaltung, wobei ich Fuchs anschaue, der Überbau ist ähnlich kompliziert. Es ist aber, also es sind langsamere Prozesse. Wir sind eher kritischer betrachtet von Medien, als wenn wir ein Verein wären. Wir sind angreifbarer aufgrund dessen. Und was für uns doch schwierig ist, dass wir eigentlich die aktivistischen Kreise, die Selbstorganisationskreise, die etwas gestalten wollen, die auch eine gewisse Ablehnung dem Staat gegenüber haben, wie können wir Vertrauen schaffen? Das ist nicht ganz einfach. Und was immer wieder gesagt wird, wenn der Staat die Finger im Spiel hat, dann wird es bevormundend, dann wird es paternalistisch, dann wird Selbstorganisation verhindert. Das ist, finde ich, eine Diskussion, die man führen sollte und immer weiterführen sollte. Gut, die Stadt hat sich entschlossen, diese Broschüre liegt hier vorne, wenn sie jemand will nachher. Die Stadt hat entschlossen, eine Strategie zu Zwischennutzungen, und wir sprechen hier nur von Zwischennutzungen, nicht von permanenten Einrichtungen. Zwischennutzungen heißt so 8 Jahre oder so. Haben eine Strategie entwickelt. Begonnen hat das Ganze 2010, hat man festgestellt, dass wieder für Jugendkultur oder junge Erwachsenenkultur der Raum fehlt. Da hat man eine Raumbörse geschaffen, die ist zufälligerweise beim Jugendkulturhaus Dynamo gelandet. Ich denke nicht, dass jemand das Teil kennt. Ist so ein mittelgroßes Kulturinstitut, etwa wie die Rote Fabrik. Und ich war Leiter von diesem Teil
und Raum hat mich immer interessiert. Also haben wir diese Raumbörse sehr ernst genommen und sehr gepusht. Mit den ersten großen Liegenschaften sind die Begehrlichkeiten in der Stadt Zürich sehr, sehr groß geworden. Wirtschaftsförderung in einem positiven Sinn, aber auch Kulturförderung, auch in einem positiven Sinn, wollten ihren Kuchen haben. Man musste also schauen, dass man vom Primat der Förderung junger Erwachsener eigentlich die Anspruchsgruppen erweitert hat. Das hat man dann gemacht, etwa 2017, dann 2022, das war so das erste wirkliche Bekenntnis dieser Strategie zu den Zwischennutzungen. Und jetzt, dieses Jahr, wird eine Verordnung, das heißt auf Gemeindegesetz oder Gemeindeverfassung wird festgelegt, dass günstiger Raum Zwischennutzungen zugeführt werden soll, wenn es keinen städtischen Bedarf gibt. Städtischer Bedarf heißt eigene Büros oder eigene Kitas oder was immer. Gut, und die Raumbörse ist zu groß geworden, sie wird aus dem Jugendkulturhaus rausgenommen nächstes Jahr. Wir werden dann eine eigene Organisationseinheit direkt einem Amtsvorsteher angeschlossen sein, was uns agiler macht. Gut, diese Folie kommt leider zu früh. Ich habe einen Reihenfolgenfehler gebastelt. Was hier steht, was wollen wir, das ist schon so viel gesagt worden, da muss man nicht darauf eingehen. Man will Selbstorganisation fördern, Kreativität fördern, es sollen Experimente entstehen können, es sollen sich junge, kleine Unternehmen bilden können, die alle noch im vorrentablen Bereich sind. Ja, auf das gehe ich jetzt gar nicht mehr so viel weiter ein. Das wurde, ich glaube, schon schön genug gesagt. Wichtiger ist, warum ist denn die Raumbörse dem Sozialdepartement zugeordnet? Der Spruch mit Sozi ist nicht eine Partei gemeint, sondern eine Profession, Sozialarbeiter. Das ist in Zürich ein alter, wichtiger Spruch. Wenn du nicht selber dich organisierst, helfen dir die Sozis. Hier stehe ich. Nein. Zwischennutzungen beeinflussen ganz sicher das soziale Zusammenleben auf verschiedenste Arten. Sie sind für uns ein ganz wichtiger Faktor in der Stadtentwicklung. Es entstehen neue Dinge, es entstehen neue Zusammenarbeitsformen, es entstehen neue Strukturen der Organisationen, es entstehen aber auch neue wirtschaftliche Unternehmen. Günstiger Raum braucht es, und in Zürich geht es vor allem um günstiger Raum, um Innovation, die nicht über irgendwelche Spin-offs oder so funktioniert, unterhalten zu können. Es können nur so ökonomisch neue Modelle entstehen, wenn sie nicht von Anfang rentabel sein müssen. Das ist unser Credo. Und wir wollen, darum sind wir wirklich beim Sozialdepartement. Wir verstehen uns nicht als Liegenschaftenverwaltende, sondern wir holen verschiedenste Gruppierungen in Häuser wie dieses und lassen die aufeinander los und hoffen, es entsteht etwas Neues daraus und begleiten sie aber auch. Also wir machen, ihr könnt, also eine große Zwischensitzung, da macht man vielleicht 4, 5 Haussitzungen pro Jahr. Das sind so ähnlich wie WG-Sitzungen. Es geht viel um Reinlichkeit und wer wieder nicht abgeschlossen hat, alles diese Dinge, die unterschiedlichen Ansprüche an Sauberkeit, Nicht-Sauberkeit etc. Das sind aber ganz wichtige Motoren, die eine Identität schaffen und am Schluss entwickeln diese Zwischennutzungen meistens wirklich ein Selbstverständnis, wo genau solche Bürgerinitiativen dann daraus entstehen können, die Quartiere beeinflussen und die Stadt beeinflussen. Und am Schluss braucht es einfach für subkulturelle
Zweige braucht es Raum. Ganz simpel. Und den gibt es nicht im klassischen Orten. Was machen wir als Raumbörse? Wir organisieren die Zwischennutzungen. Wir schauen, dass wir zu Raum kommen. Wir begleiten diese heterogen zusammengesetzten Zwischennutzungen. Wir betreiben aber auch eine Plattform, und da sind wir ähnlich wie Kreative Räume Wien, auf denen Räume ausgeschrieben werden, wo auch Dritte günstige Räume anbieten können. Wir unterstützen andere Anbieterinnen, also auch Private, die ihre Liegenschaften für Zwischennutzung freigeben wollen, oder Vereine, die eine Zwischennutzung übernehmen wollen, oder Kollektivs und noch keine Erfahrung haben. Wir gehen auch Kooperationen ein mit solchen Gruppierungen. Und dann haben wir noch einige Mandate, wo wir Zwischennutzungen begleiten. Und diese Zwischennutzungen können legal, aber auch nicht legal sein. Das heißt, wir stellen, plump und einfach gesagt, Zürich hat noch eine Besetzerinnen-Szene. Wir stellen, bei einigen Besetzungen sind wir das Go-Between zwischen eigentlicher Stadtverwaltung und den Besetzenden. Das heißt, man kann so die Anonymität der Leute auch besser schützen aus den Besetzerinnenkreisen. Und in Zürich, das muss man sagen, Besetzungen sind noch sehr gut möglich und die braucht es auch. Zum Beispiel wegen diesen, wie habt ihr das genannt, was darf ich in einem Raum machen? Die Widmung, genau, die Widmung heißt bei uns Nutzung, der Raumnutzung. Besetzungen haben den Vorteil, sie müssen sich ein Deut darum scheren. Und sie müssen sich einen Deut um Lärmvorschriften scheren. Darum finden wir häufig, ja, hey, besetzt ist einfacher. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob die gesamte Stadtverwaltung diese Ausführungen so teilen würde. Ein wichtiges Teil für uns von Zürich aus innerhalb der Schweiz als größte Stadt ist, dass wir den Diskurs rund um Zwischennutzung, rund um günstigen Raum und was daraus entstehen kann, fördern, dass wir mit den anderen Städten zusammen auch so Symposien durchführen. Wir haben erst 2, noch nicht 3, aber wir arbeiten daran. Ja. Wir sind verdammt klein. Wir sind 7 Mitarbeitende plus in 2 großen Zwischennutzungen, Hauswartungen. Das heißt, wir begleiten diese Zwischennutzung bis hin zu technischer Unterstützung, da teilweise ja auch einfach einzelne Menschen ein Atelier haben, die vielleicht dann nicht an der Heizung rumschreiben können. Darum. Was bei uns speziell ist, das ist effektiv das Büro. Wir sind nicht in einem Amtshaus, sondern wir sind in diesem Jugendkulturzentrum. Wir wollen auch so wirken. Also wir wollen nahe bei unserem Klientel sein und nicht nahe bei der Eigentümerschaft vom Auftritt her. Wir beherrschen natürlich die Verhandlungen mit der Eigentümerschaft, wir beherrschen das Verwaltungsgehabe, aber wir wollen vor allem, das ist der Punkt mit dem Vertrauen. Wie sollen wir bei unserer Nutzerschaft, die wir vertreten, die aus dem zivilgesellschaftlichen Engagement sehr häufig kommt, wie schaffen wir dort Vertrauen? Ganz sicher nicht, indem wir in einem geschlossenen Verwaltungsgebäude sitzen. Gut, Kosten sind immer eine Diskussion. Und da werde ich dann nachher geschlachtet werden, nehme ich an. Wir geben sehr bewusst die Liegenschaften genau zu dem Preis weiter, wie wir sie erhalten. Das heißt, wenn wir eine Miete bezahlen müssen oder wenn wir Herrichtungskosten haben, dann werden die mitverrechnet. Wenn das wegfällt, dann sind es reine Nebenkosten. Heizung, Unterhalt.
die wir verrechnen. Warum verrechnen wir genau so? Wir wollen nicht, dass es als Fördergelder oder Förderleistung gilt, weil sonst andere Verordnungen spielen würden. So können alle Nutzenden noch an Drittstellen Fördergelder beantragen. Anders wäre das nicht mehr möglich. Der Verwaltungsaufwand von uns 7 oder 8 mit mir wird nicht verrechnet. Der gilt auch nicht als Förderung, das ist wahrscheinlich eher als Behinderung. Und was wichtig ist, und das ist die große Auseinandersetzung, die meisten Liegenschaften sind im Finanzvermögen, nennt sich das in der Schweiz. Das ist das Vermögen, das eine Kommune hat, die eigentlich auch einen gewissen Ertrag erbringen soll. Und das ist 3,5% des Grundstückwertes oder Liegenschaftenwertes. Und das ist eigentlich sehr viel, macht sehr viel aus. Und auf das kann man unter gewissen Umständen verzichten und das macht es dann einigermaßen günstig. Also wir reden von Schweizer günstig, das ist etwas anderes als. Gut, wie hat sich das alles entwickelt? Man kann das ganz schnell sagen, von fast nichts zu mittlerweile, heute Morgen haben Sie mir die neuesten Zahlen geschickt. Wir haben jetzt 35.000 Quadratmeter, die wir verwalten. Wie viele Nutzende, Hauptnutzende, also die eigentlich immer drin sind. Wie hat sich das entwickelt? Das sind mittlerweile 1800 Personen, die eigentlich ihre permanente Beschäftigung oder wesentliche Beschäftigung in diesen Räumen haben. Wie verteilt sich das, auf was für Beschäftigungen? Der größte Teil ist Kreativgewerbe, Fotografie, Architektur, Coding, weiß ich was. Kunst und Kultur, sehr größter Teil. Dann Handwerk, Produktion etc. wird immer mehr, aber es ist sehr schwierig, Räume zu finden, die sich eignen. Möchten wir sehr viel mehr. Diese kreativen Schreiner halt. Dann Bildung und Soziales. Bei uns finden einige große Projekte Unterschlupf. Eines nennt sich Autonome Schule. Die unterrichtet Sans-Papiers, also papierlose Flüchtlinge in Deutsch, das in städtischen Liegenschaften, Essensverteilung etc., also sehr viel gesellschaftlich engagierte Projekte finden Unterschlupf. Ja, und danach halt Sport, Gesundheit und Dinge, die man nicht zuordnen kann. Was ganz erstaunlich ist und die wir eigentlich aus der Soziokultur herkommen, ist, diese Liegenschaften, die wir haben, die generieren extrem viele Besuche von Kursen, von Workshops, von Konzerten etc. Und wir haben das mal so plakativ dargestellt. Das sind die neuesten Zahlen, die haben wir dieses Jahr erhoben. Wir generieren 500.000 Besuche für eine Stadt, die 500.000 Einwohner hat. Es ist nicht so, dass alle Zürcherinnen jemals in einer Zwischennutzung waren, aber so die Relation zeigt, Zwischennutzungen in der Stadt Zürich sind ein Faktor. Und die Stadt akzeptiert diesen Faktor. Jetzt kommen 3 Beispiele nacheinander. Wir sprechen einerseits von kleineren Zwischennutzungen, die vor allem in sich, also die Leute vor allem dort arbeiten, das nennen wir den Charakter introvertiert. Das heißt, die Leute sind dort, es hat ein bisschen Einfluss aufs Quartier, aber nicht groß. Aber es können in dieser kleinen Zwischennutzung, okay, ist eine kleine Fabrik am Stadtrand, da hat es Materialentwicklerinnen drin, da hat es aber auch eine Polsterin drin,
Die arbeiten jetzt zusammen, das ist noch recht spannend. Ja, eine kleine, beschauliche, aber sehr, sehr wichtige Zwischennutzung, weil genau hier auch Leute unterkommen, die vielleicht nicht über die Fähigkeiten verfügen oder auch nicht den Willen verfügen, Selbstorganisation zu gestalten oder Teilhabe davon zu sein. Die suchen vielleicht wirklich nur ein stilles kleines Atelier. Dann die Hartgutbrache, die steht direkt neben dem Schlachthof, das stinkt gewaltig manchmal. Wir haben einen leeren Platz gekriegt. Wir haben zufälligerweise gleichzeitig von einer Hochschule ein Schulhausprovisorium in Form von Containern angeboten bekommen. Da haben wir gefunden, das matcht. Und haben das dann aufgestellt, finanziell äußerst abenteuerlich, weil wir eigentlich kein Budget hatten. Das ist eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, meine fast allerliebste Zwischennutzung. Die hat eine ganz starke Außenwirkung entwickelt, weil sie schnell die Leute aus den Containern mit den Leuten, die rundherum wohnen, Kontakt aufgenommen haben. Dann hat es mal einen Sommerabend gegeben, wo wir Bier getrunken haben mit den Zwischennutzern und blöde Ideen gewälzt haben. Habe ich gesagt, Minigolfplatz könnten wir doch hier machen. Das haben sie aufgenommen und es ist ein Minigolfplatz entstanden, der äußerst süß ist und der sehr genutzt wird vom Quartier. Das ist ein Quartiertreffpunkt geworden. An einer Stelle in der Stadt, die eigentlich keinen Mittelpunkt hat, weil zwei Quartiere aneinander stoßen. Nein, das war die Hartgutbrache, ja. Dann die Zentralwäscherei. Ist gut. Die Zentralwäscherei, das ist im Moment unser Flaggschiff. Das war ganz im Zentrum der Stadt eine große Wäscherei, die ist an die Stadt zurückgefallen. Der Boden ist Eigentum der Stadt, es war im Baurecht weggegeben. Zuerst wollte man die Liegenschaft abreißen und einen provisorischen Park einrichten. Dann hat die Stadt aber war damals bereit, so weit zu wissen, nein, das kommt ganz schlecht an, sondern man macht eine Zwischennutzung. Und das ist, glaube ich, die heterogenste Zwischennutzung. Es hat einen Teil, der ist von einem Verein zur Wirtschaftsförderung besetzt, der vor allem Coworking Spaces und Spin-offs Platz bietet. Dann hat es ein Sportzentrum drin, das von der Stadt betrieben wird. Und dann hat es diesen Teil, den wir auf den Bildern hier sehen, der erinnert massiv an eine Besetzung. Ich habe gestern extra nochmals nachgefragt bei Thomas von Kreativräume Wien, wie er es empfunden hat. Ja, es mache doch einen etwas punkigen Eindruck. Es sei etwas erstaunlich, dass eine städtische Liegenschaft sowas betreiben können und es Platz hat. Ja, das ist die Leistung der Stadt im Bewusstsein, dass es solche Räume braucht. Es braucht Besetzungen, es braucht Räume, die sicher sind. Die hatten wir die Zusage auf 5 Jahre, es ist jetzt gerade um 10 Jahre verlängert worden. Also das ist enorm oder ist am verlängert werden, es muss noch durch das Parlament. Ein gewisses Risiko besteht. Und an dieser Zwischennutzung sieht man einfach extrem gut, wie viele Menschen davon profitieren. Es sind 204 Menschen, die täglich dort sind. Es sind über einen Kulturraum, der drin ist und gleich heißt, der Verein heißt Zentralwäscherei, unbedingt auf die Webseite gehen, die sind sehr spannend. Das generiert eine Menge an soziokultureller Leistung, die, wenn sie die Stadt bezahlen müsste, wenn das nicht alles auf Freiwilligenarbeit
Engagement, zivilgesellschaftlichem Engagement basieren würde, könnte sich die Stadt das gar nicht leisten. Das heißt, es ist so Raum gegen lass die anderen daran teilhaben, ist das Geschäft. Natürlich ist es alles, was wir machen, immer sehr beeinflusst, auch durch die Politik. Wie ich anfangs gesagt habe, sind wir anfälliger auf irgendwelche Anwürfe. Sowas darf doch nicht in einer städtischen Liegenschaft passieren. Bis jetzt erträgt die Stadt Zürich und es sieht so aus, als wolle sie es weiter ausbauen. Ja gut. Vielen, vielen Dank für den Vortrag. Es ist, glaube ich, spannend, wie die Stadt Zürich damit umgeht. In dem Fall möchte ich direkt mit ein, zwei Fragen reingrätschen. Und zwar zuallererst, also du hast ja erwähnt, dass quasi, wenn die städtischen Einrichtungen, Ämter etc. keinen Bedarf selber haben für eine Liegenschaft, dann wird die dann auch relativ rasch verfügbar gemacht für eben Nutzung über die Raumbörse. Ich mal kurz nochmal nachfragen, um diesen Prozess nochmal kurz nachzuzeichnen. Also wenn sich herausstellt, das braucht gerade keiner, ist das dann quasi so ein Automatismus, dass das passiert, oder wie kann man sich das vorstellen? Im Moment ist es noch kein Automatismus, also doch, es ist ein Automatismus im Moment, aber er ist noch rechtlich nicht festgeschrieben, sondern es ist nur eine Strategie. Im Verlauf dieses Jahres wird es rechtlich festgeschrieben. Der Verlauf ist so, die Liegenschaften, Eigentumsvertreterinnen aus der Stadt, das sind 3 oder 4 Einrichtungen, die treffen sich in einem Gremium, sagen, diese und diese Liegenschaften werden frei. Da muss dort gemeldet werden, gibt es einen städtischen Bedarf. Wenn nicht, dann kommt es in ein Gremium, das nennt sich günstiger Raum. Dort sind vertreten die Kulturförderung, die Wirtschaftsförderung und wir und Liegenschaften, Eigentumsvertretungen. Dann ist es gegessen. Also nein, dann kommen natürlich die Prozesse, was muss gemacht werden, was ist bewilligungsfähig, was ist nicht bewilligungsfähig, wie kann man die Kosten, kurz noch zu den Kosten, wenn wir von günstig sprechen, das ist das 25% oder weniger des Marktwertes. Das heißt, wir haben vorhin bei den Liegenschaften gesehen, monatlich ist das dann so 10 Franken pro Quadratmeter. Da hätte ich auch noch eine Frage. Also es gibt einerseits dann Liegenschaften, die vergeben werden tatsächlich, also größere Liegenschaften an Betreiberinnen, sei es ein Verein oder wie auch immer, die das ganze Gebäude übernehmen, wenn ich das richtig verstehe. Aber es gibt schon auch Liegenschaften, die zum Teil quasi direkt von der Raumbörse koordiniert werden, wo auch Einzelräume vergeben werden. Ist das so? Erstens und zweitens, diese Preise, die oben standen, beziehen die sich dann auf einzelne Räumlichkeiten, die quasi wirklich die Endnutzerinnen sozusagen zahlen, oder wird es dann noch teurer, weil dazwischen dann noch ein Betreiber irgendwie steht? Nein. Ja, wir haben Liegenschaften, die eigentlich aus lauter kleinen Zellen bestehen, die einzeln gemietet werden. Nein, wir vermieten einfach Einzelräume, aber auch große Räume oder ganze Liegenschaften. Die Preise, die ihr gesehen habt, sind die also die Preise für die Nutzquadratmeter, die den Leuten zur Verfügung stehen, also ihre Quadratmeter, und die gesamten Nebenkosten, Wasserstrom, Unterhalt teils, der nicht von Einzelnen gemacht werden kann, ist in diesen Preisen inkludiert. Ja. Kann man sich vielleicht was abschauen. Aber jetzt möchte ich die Diskussionsrunde öffnen. Also ich bin mir sicher, da gibt es noch Fragen. Vielen Dank für den Vortrag auf jeden Fall. Und gerne melden, wer Fragen hat. Da ist schon eine Hand. Ja, hallo, danke für die Informationen, sehr spannend. Ich komme aus Innsbruck. Wir haben insofern eine ähnliche Situation, als dass Raum knapp ist und Raum teuer und immer teurer wird.
und im Augenblick die Kommunen in Österreich sehr knapp bei Kasse sind. Und wir haben in Innsbruck jetzt gerade den umgekehrten Fall, dass die Stadtregierung versucht, Kulturräume zu schließen, um die stadteigenen Immobilien möglichst teuer zu vermieten. Gibt es in der Stadt Zürich niemand, der versucht, es den stadteigenen Immobilien Kapital zu schlagen? Also der Wunsch ist natürlich vorhanden, aber im Moment ist bei uns der Mechanismus so, wenn es geeignetes Gelände, geeignete Liegenschaften gibt, kauft die Stadt. Und die Stadt verkauft nicht mehr. Sie gibt im besten Fall im Baurecht weg, an Genossenschaften etc. Aber verkauft wird nicht mehr und es wird versucht, so viel wie möglich zuzukaufen. Ich habe da hinten, glaube ich, noch eine Wortmeldung vorhin gesehen, oder? Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte noch mal auf die Zeiträume eingehen. Jetzt gerade haben Sie angesprochen, 10 Jahre. Die letzte Nutzung, glaube ich, war auf 10 Jahre angelegt oder sozusagen der Vertrag wurde jetzt auf 10 Jahre gelegt. Wie ist das denn grundsätzlich? Sind die Nutzungen davor oder die Sie so verwalten, in welchen Zeiträumen werden die sozusagen, kriegen die ihre Zwischennutzungsverträge? Also unter einem Jahr machen wir eigentlich nichts. Es gibt einzelne Liegenschaften, die sind wirklich nur ein Jahr gegangen. Das waren meistens private. Der Durchschnitt, den wir vergeben haben, wir gerade ausgerechnet, ist bei knapp 5 Jahren. Und die großen Zwischennutzungen, die wirklich großen, die sind sind eigentlich alle über 5 Jahre, tendieren gegen 10 Jahre. Und zwar sind das die Planungsverfahren, die extrem viel Zeit in Anspruch nehmen. Genau diese Aushandlungsverfahren mit der Bevölkerung, die spielen den Zwischennutzungen, unseren Zwischennutzungen sehr in die Hand, weil es gibt immer Verzögerungen, es müssen neue Aushandlungsprozesse gemacht werden. In der Schweiz kommt es dann noch, oder in Zürich kommt es dann noch zu Volksabstimmungen, das braucht auch seine Zeit. Also die Kampagne muss geführt werden, da muss man alle überzeugen, dass jetzt das Spital gebaut werden soll. Das braucht immer gerade 3 Jahre, also eine Planänderung bringt uns immer Zeit. Hallo? Ja. Ich hätte noch eine Frage, und zwar einmal ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, ist die Raumbörse Zürich, gehört die der Stadt Zürich sozusagen? Also ist es... Ich bin städtischer Angestellter. Okay, und die Immobilien, die sind dementsprechend, dann gehören die auch der Stadt? Nicht alle. Okay. Der größte Teil gehört der Kommune Zürich. Der zweitgrößte Teil gehört dem, was ihr Land nennt, Zürich, also dem Kanton, befindet sich aber in der Stadt. Und dann haben wir schon einiges auch von Genossenschaften, kann auch mal eine Firma sein. Aber die größten Geberinnen sind die staatlichen Besitzerinnen. Ich habe gerade ein ganz tolles Bild von der Zentralwäscherei gesehen und da war so ein schönes Plakat. Da stand drauf, Zwischennutzung sind nicht die Lösung. Was ist denn, also wie sieht es denn mit so Umformung in langfristige Projekte aus? Übelst. Übelst. Also dieses Plakat ist entstanden nach der Räumung der letzten sehr großen Besetzung. Da ging es wirklich darum, dass man eigentlich sagen wollte, es braucht weiterhin so große Besetzungen. Was aber sicher ist, diese Flächen, darum sind es Zwischennutzungen, die werden käumlich einer definitiven Nutzung in dieser Form zugeführt werden. Es sind Bemühungen vorhanden, die Leute kämpfen darum und wir unterstützen sie auch, soweit wir das können und dürfen.
Aber jetzt auf dem Areal der Zentralwäscherei waren eigentlich Alterswohnungen, Altersheim etc. geplant. Jetzt bei uns nennt sich das Zone öffentlicher Bauten, also können nur staatlich gebrauchte, wie heißt das Wort? Die Flächenwidmung finde ich so schön. Die Flächenwidmung kann nur für staatliche Aufgaben genutzt werden. Jetzt ist aber eine Initiative gestartet worden, dass dort Wohnraum entstehen soll. Es diskutiert im Moment aber niemand, dass die Zwischennutzung als Zwischennutzung diese Form des Konglomerats von verschiedensten Dingen bleiben soll. Kann aber noch kommen. Hallo, danke für den Vortrag. Ich habe 2 Fragen. Das eine ist, weil das bei uns immer viel diskutiert wird, wie definiert denn Zürich Leerstand? Leerstand ist es dann, wenn es im normalen Vergabeprozess keine Interessenten mehr gibt. Das kann sein, weil die Liegenschaft nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht und renovationsbedürftig ist. Kann sein, dass eine Liegenschaft genau in einer Zone liegt, die vom Privaten oder so nicht genutzt werden kann und die Stadt keinen eigenen Bedarf hat. Das sind eben diese Zonen öffentlicher Bauten. Wäre hier Bildungszone zum Beispiel möglich. Und noch ganz kurz, wie sieht es denn mit dem Budget für Sanierungen aus und wie wird das gefördert sozusagen? Kommt das Budget aus der Stadt allgemein? Welchen Stellen ist es zugeordnet? Also wenn Sanierungen stattfinden müssen oder meistens geht es eben um die Nutzungsänderung, die eine Baubewilligung auslöst und dann Folgekosten auf dessen, dass man auf neuere Energiestandards oder weiß ich was wechseln sollte. Das ist so der heikle Punkt. Wir versuchen dann, also nicht wir, die Raumbörse baut selber selten, die macht nur kleine Containersiedlungen. Man versucht dann wirklich nur das Allernötigste zu machen und das Allernötigste, diese Kosten werden dann auf die Nutzenden überwälzt. Das ist das, warum die zentrale Wäscherei einen Quadratmeterpreis pro Jahr von 95 Franken hat und andere sind irgendwo bei 40 Franken. Dort hat man konnte einfach nicht behaupten, das sei eine Wäscherei, wenn in einen Kulturraum reingeht. Das war doch sehr schwierig. Also, man könnte schon. Also die Kosten werden einfach so tief wie möglich gehalten. Wir gehen von vornherein in die Verhandlung, dass wir sagen, ja, es darf einfach nicht teurer als 100 Franken pro Quadratmeter oder sind das irgendwie 9 Franken pro Quadratmeter im Monat sein, inklusive Nebenkosten, sonst ist es kein günstiger Raum mehr. Und dann, also das ist die Kunst, nachher so wenig wie möglich zu machen. Und die Graubereiche auszunutzen. Und da muss ich sagen, kriegen wir auch Unterstützung, auch von den Bewilligungsbehörden. Mich würde interessieren, wie viele Projekte, wie viele Projekte bestehen gleichzeitig, wie viele laufen parallel? Und noch eine zweite Frage, und zwar, wenn die Stadt das organisiert, übernimmt sie dann auch die Haftung? Weil das ist bei uns auch oft ein großes Thema, eine große Frage. Ja. Okay, 2 relativ heikel. Nein, die erste Frage ist nicht heikel. Im Moment haben wir 58 Objekte, eben mit 280 Mieteinheiten. Die sind zum Teil sehr groß, sehr klein. Einfach sind diese 30.000, 35.000 Quadratmeter, kann man sich so etwa 3-mal Fuchs. Ja, die Haftung
die Eigentümerinnenhaftung. Uns wird das natürlich überlassen in dem Sinne, dass alles so genutzt werden muss, dass die Eigentümerin, das ist dann meistens die Liegenschaftenverwaltung bei uns, nicht haftbar gemacht werden kann. Die Bauten werden auch so vergeben, dass das möglich ist von uns, dass aber nachher natürlich die Menschen Hand anlegen selber, das passiert. Und dann, wenn es ganz gefährlich wird, intervenieren wir. Und ansonsten ist es ist noch nie zu einer Verhandlung gekommen. Es würde aber wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass wenn es illegale Veränderungen gibt, dass dann die Eigentümerhaftung nicht mehr spielt, weil mutwillig eigentlich etwas verändert worden ist. Das hat man juristisch aber noch nicht durchgespielt vor Gericht. Andere Dinge, ja klar, müssen wir dafür sorgen, dass kein Schnee auf irgendwen runterfällt. Oder? Die gibt's, diese Haftung wird man nicht los. Das heißt, auch hier wieder eine Besetzung ist die einfachere Lösung. So, ich würde sagen, vielleicht noch eine letzte Frage würde ich noch dran nehmen, wenn noch jemand was fragen möchte. Ja. Die Frage bezieht sich auf die Charaktereigenschaften von den Projekten, die angegeben sind. Also es gibt introvertierte Charaktere. Wie weit ist man weisungspflichtig oder wie weit muss man sich beweisen als Projekt, dass es förderbar bleibt? Und bei den nicht legalen Projekten, die man unterstützt, wie weit bleibt man da anonym oder wird man ab da, wo man Hilfe ansucht, auch geoutet? Also man bleibt anonym, es muss sich gar niemand, man kann sich bei uns auf der Webseite zeigen, muss aber nicht. Wir kontrollieren nicht, ob jemand förderwürdig ist oder nicht. Wenn die Bewerbungen kommen, gibt es nachher Bewerbungsgespräche. Wir versuchen herauszufinden, was man herausfinden kann, ohne dass wir irgendwelche Finanzbelege oder so verlangen, sondern es ist mehr ein bisschen ein Bewerbungsgespräch wie bei einer Einstellung. Und danach, nein, wir gehen davon aus, dass Zwischennutzungen ja endlich sind. Wenn jetzt jemand auch eine junge Architektinnengruppe einen Wettbewerb gewinnt und Geld macht, ja okay, dann sind sie vielleicht noch 2 Jahre, obwohl sie Geld haben, in einem günstigen Raum, aber das ist ertragbar. Wir wollen keine kleinräumige Kontrolle durchführen. In der jetzigen Verordnung, die angedacht wird, ist das eines der Probleme, das noch gelöst werden muss. Ja, vielen Dank, Daniel. Ich glaub, wir sind dann durch. Vielen, vielen Dank für den Vortrag und die Diskussion.